Hör mir zu, bitte! Du hast Antonias Tagebuch nicht der Polizei gegeben. Du hast mir wieder mitten ins Gesicht gelogen. Ich hatte Angst, verdammt, dass sie mich zu Unrecht verdächtigen. Es gibt keine Zukunft für uns, solange Antonia nicht ein für alle Mal aus unserem Leben verschwunden ist. Und deshalb habe ich eine Entscheidung getroffen. Philipp zu Hohenfelgen, ich verhafte Sie aufgrund des dringenden Verdachtes, Antonia Weber ermordet zu haben. Ja. Meine Antwort ist ja. Es gibt Menschen, die lügen. Einige sogar ohne schlechtes Gewissen. Andere versuchen es gleich mit der Wahrheit. Denn eins haben wir gemeinsam. Wir alle gehen davon aus, dass sie irgendwann ans Licht kommt. Wach auf, Sebastian. Euer Vater hat Leukämie. Wenn euer verschollener Bruder hier nicht bald zur Knochenmarkspende antritt, dann macht's der Alte nicht mehr lang. Auch wenn es deinen feuchten Traum von der Macht durchkreuzt, Ludwig wird nicht sterben. Solange der Alte am Tropf hängt, muss irgendjemand in dieser Firma Entscheidungen treffen. Ich nehme an, du sprichst von dir? Offensichtlich ist sein Alter noch nicht so desolat, dass er dir Prokura gegeben hat. Nur, dass im Moment in der Firma gar keine Entscheidungen anstehen. Es gibt gar keine Grundlage für dieses Gespräch. Eins sage ich dir, Sebastian. Solange du als Rechtsvertreter hier nur die Sachen aussetzt und Chancen verstreichen lässt, soll mir das egal sein. Aber wenn es um die Firma geht, habe ich auch ein Wörtchen mitzureden. Ich an Philipps Stelle hätte dir schon längst die Vollmacht entzogen. Ich hab sie nicht getötet! Leider glaube ich Ihnen nicht. Ich habe jetzt leider gar nicht die Zeit, deinen Ausführungen weiter zu folgen. Ich bin mit deiner Frau zum Essen verabredet. Großer Gott. Eins kann ich dir sagen, Sebastian ist weder in der Lage, die Firma zu leiten, noch deinen Verlobten aus dem Knast zu holen. Er hat noch nie einen Prozess verloren. Ach so, und wie oft stand er schon in Sachen Mord vor Gericht? Was willst du, Ansgar? Ich bin dein Bruder. Ich nehme Anteil an deinem Leben. Ja. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es dir egal ist, dass ein Verlobter im Knast Wurzeln schlägt. Dir sollte doch inzwischen klar geworden sein, dass du einen solchen Fall nicht löst, indem du dich auf Gesetze verlässt. Was würdest du tun? Ich würde einen Freund um Hilfe bitten. Ein Freund, der weiß, dass man unter die Talare greifen und ganz fest zudrücken muss, um eine Entscheidung herbeizuführen. Ein Freund wie mich. Wie moralisch muss man bleiben, wenn einem das Wasser bis zum Hals steht? Und wie weit darf man gehen, um das zu erreichen, woran man glaubt? Raus hier. Ja, hopp, hopp. Ja. Die Tür nicht vergessen. Vergiss es, Ansgar. Ich bin nicht so wie du und so will ich auch nicht werden. Weißt du, das Gefängnis bringt das Schlimmste im Menschen zum Vorschein. Das würde ich uns allen gerne ersparen. Mein Gott, verbuch's doch unter Familiendienst. Trotzdem, danke. Na schön, wie du willst. Weißt du, wenn Philipp nach gefühlten 100 Jahren wieder aus dem Knast kommt, dann bleiben euch sicherlich noch ein paar schöne Tage. Verdammt nochmal, was soll das denn? Sofort alle raus hier! Die sollen gefälligst die Pressekonferenz abwarten. Es ist doch keine Bahnhofshalle. Passt gefälligst besser auf, dass sowas nicht wieder vorkommt. Keine Sorge, ich werde sie deshalb schon nicht anzeigen. Ja, aber ich soll doch noch eins dieser Fotos in der Zeitung erscheinen. Nicola! Philipp! Ich hab dich so vermisst. Wie geht's dir? Sie dürfen hier nicht reden. Es tut mir leid. Sie glauben immer noch, ich habe Antonia umgebracht. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Am besten gar nichts mehr, Herr zu Hohenfelgen. Ich will doch nur 5 Minuten mit ihm reden. Dafür brauchen Sie die Bewilligung des Untersuchungsrichters, Frau von Lahnstein. Ihr Anwalt kann Ihnen alles erklären. Nico, es geht ihm gut. Wir haben das doch schon vor 2 Tagen beantragt. Der Richter hat aber noch nicht entschieden. Wenn Sie bitte folgen wollen. Komm. Das Baby ist glücklich, ich bin glücklich, wir sind glücklich. Ach, so ein winziges Menschlein.
Ansgar hat sein Ohr auf meinen Bauch gelegt und behauptet, er könne schon den Herzschlag hören. Ja, Ansgar hat seine Ohren überall. Und das kleine Köpfchen. Ganz die Mama, oder? Tanja, weißt du, egal wie oft du mir noch einen reinwirken willst, ich werde einfach nicht mehr wütend. Das Einzige, was bei mir wächst, ist mein Mitleid. Mitleid, du mit mir. Sehe ich das falsch oder gleitet dir gerade alles aus den Händen? Vom Schloss gejagt. Ehe gescheitert. Alle hassen sie. Und das macht mir unfassbar gute Laune. Und wäre ich nicht schon so glücklich, dann wäre ich spätestens jetzt. Fragt sich nur, wie lange. Also noch mal von vorn. Sie wussten, dass Ihr Prinz an dem besagten Tag Antonia Weber einen Besuch abstatten wollte. Wie oft denn noch? Philipp konnte es nicht fassen, dass Antonia wieder in Düsseldorf ist. Warum ist er überhaupt zu ihr gegangen? Die beiden haben sich nicht gerade im Guten getrennt. Weil er ihr endgültig klar machen wollte, dass es... Oh, endgültig. Interessante Wortwahl im Zusammenhang mit einem Mord, finden Sie nicht auch? Ich bitte Sie, Frau Wolf. Lassen wir das doch. Wenn Sie schon wissen, was Sie hören wollen, warum unterhalten wir uns dann überhaupt? Weil ich mich in den Prinzen hineinversetzen will? Er fordert von seiner Ex-Frau, dass sie ihn nicht mehr belästigen soll. Das muss ein hochemotionaler Moment gewesen Das ist sein. doch alles reine Vermutungen. Und ich glaube auch nicht, dass es uns irgendwie weiterbringt, wenn Frau von Lahnstein darüber spekuliert. Wie wirkte Philipp auf Sie, als er ging? Souverän kontrolliert oder eher kopflos? Blind, vor Wut? Ich bitte Sie. Diese Frau hat ihm das Leben zur Hölle gemacht. Sie war besessen von ihm. Sie hätte nie aufgehört, ihre Beziehung zu attackieren. Und schon wieder nur Behauptungen. Wir können Sie leider dazu nicht mehr befragen. Wissen Sie, Frau Wolf, ich bin Fotografin. Ich zeige die Dinge so, wie sie wirklich sind. Genauso funktioniert mein Job auch. Das sehe ich aber ein bisschen anders. Ich drücke auf meinen Auslöser und bilde die Realität ab. Freunde mich mit dem Ergebnis an. Sie nehmen das Ergebnis und versuchen es nach ihrer eigenen Realität zu formen. Was wollen Sie mir damit sagen? Dass sie sich die Dinge nicht immer so hinbiegen können, wie sie sie gerne hätten. Dass das, was sie für die Wahrheit halten, vielleicht nicht unbedingt die Wahrheit ist. Interessant. Aber früher oder später werden wir sehen, wer von uns beiden eine Illusion aufgesessen ist. Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Wenn Sie dann keine weiteren Fragen mehr haben, ich würde gerne gehen. Aber nur 2 Minuten. Danke. Nicola von Lahnstein? Hallo? Nicola? Philipp, wie geht's dir? Du fehlst mir. Du mir auch. Es wird eng. Antonia hat in ihrem Tagebuch wirklich keine Fragen offen gelassen. Dafür hat mir die Wolf aber ganz schön viele Fragen gestellt. Es tut mir so leid, dass du das alles mitmachen musst. Ich wollte dich beschützen und nicht in die Sache mit reinziehen und jetzt habe ich genau das Gegenteil erreicht. Nein, mir tut es leid. Ich hätte nie von dir verlangen dürfen, dass du das Tagebuch der Polizei übergibst. Dann müsstest du dich jetzt nicht für Dinge verantworten, die du nicht getan hast. Mach dir keine Vorwürfe. Du hast alles richtig gemacht. Was nützt mir das, wenn du die nächsten Jahre im Gefängnis sitzt? Ich vermisse dich. Jede einzelne verdammte Sekunde. Und Nicola, auch wenn ich die nächsten Jahre nicht bei dir sein kann, du sollst wissen, egal was geschieht, dass du für mich die Einzige bist. Ich weiß nicht, wie ich es erklären kann. Es gibt dafür keine Worte. Ich liebe dich. Philipp? Hallo? Philipp? Und was hat das Gespräch mit dem Auswärtigen Amt ergeben? Nichts Konkretes. Sie lassen Akten durchsuchen. Sie fragen in den Botschaften nach, ob es irgendeine Spur von Hagen gibt. Und deinem Vater geht es von Tag zu Tag schlechter. Was hast du jetzt vor? Die Hoffnung nicht aufgeben. Ludwig braucht uns an seiner Seite. Es ist wirklich schlimm, was ihr gerade durchmachen müsst. Was gibt's? Es geht um die Vorfinanzierung wegen des Projekts in Frankfurt. Ups. Was hast du denn?
Ach, gar nichts, geht schon. Das ist, glaube ich, nur der Kreislauf. Komm, setz dich mal hin. Sebastian, es geht schon. Du kannst mich loslassen. Ist ja gut. Was hast du denn auf einmal? Was wird das? Unsere kleine WG ist leider Geschichte. Ich ziehe zurück auf Schloss. Verstehe. Im Angesicht des Todes rückt die ganze Familie wieder zusammen. Ringelpiez mit anfassen? Unanfassen. Na dann, viel Spaß. Bevor du gehst, du bist doch ein Mann. Was genau will dein Bruder? Ich schätze mal das Konventionelle. Eine Frau, die tagsüber auf seine Kinder aufpasst und abends nach Sonnenuntergang die Strapse anlegt. Gott, ich hab's befürchtet. Die ganze bürgerliche Erotik. Es gibt Schlimmeres als Familie. Sagt der Richtige. Warum hast du keinen Stall voller Kinder? Weil ich Mütter hasse. Übrigens, falls du einen Tipp brauchst, was Sebastian betrifft. Nein, danke. Hat sich gerade erledigt. Ach, Tanja. Ich werde dich vermissen. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns schneller wieder, als du denkst. Nee, es geht schon, danke. Das ist nur der Kreislauf, Sebastian. Komm, geh einfach. Ich will dir nicht zur Last fallen. Warum sagst du das? Jetzt hör schon auf. Du bist doch derjenige, der ständig auf Distanz geht. Und sind so beleidigt. Tust ja gerade so, als sei das was Ernstes zwischen uns. Vielleicht überrascht dich das. Aber mir liegt wirklich was an dir. Tanja, bitte. Entschuldige, hast du betrunken? Gott, du bist so ein Idiot. Das ist das letzte Mal, dass ich dir gesagt habe, wie es wirklich in mir aussieht. Komm. Ich gehe nirgendwo hin, bevor du mir nicht gesagt hast, was dieses ganze Theater hier soll. Bist du krank? Brauchst du irgendwas? Okay, das reicht. Ich rufe jetzt Dr. Schlesselmeier an. Nein, der kann mir auch nicht helfen. Ich muss selbst eine Lösung finden. Was denn jetzt schon wieder für eine Lösung? Worum geht's hier eigentlich? Gott, um die Folgen meines Leichtsinns. Stehst du auf dem Schlauch? Bist du etwa? Nico, wie schön. Komm rein, ich habe gerade Tee aufgesetzt. Ehrlich gesagt, ich könnte eher ein Bier vertragen. Philipp ist total verzweifelt, weil ihm niemand glaubt. Und die Wolf tut alles dafür, dass er verurteilt wird. Dafür braucht sie Beweise, Nico. Aber das hat sie doch. Antonias Tagebuch. Das liest sich wie ein schlechter Krimi über eine verfolgte, bedrohte Frau. Nur, dass Antonia am Ende wirklich tot ist. Lebenslang für einen Mord, den er nicht begangen hat, Arno. Das hält doch niemand durch. Hat Sebastian keine Strategie? Wir müssen den Prozess abwarten und das kann Ewigkeiten dauern. Und das Ganze nur, weil er so ehrlich war und dieses verdammte Tagebuch der Polizei gegeben hat. Du wünschst dir, er hätte es nicht getan. Ich dachte immer, dass man mit Ehrlichkeit weiterkommt. Aber genau das wird jetzt gegen uns verwendet. Ja, ich würde dir ja gerne sagen wollen, dass sich alles zum Guten wenden, dass er freikommen wird. Aber leider geschieht so etwas nur nach den Regeln der Justiz. Und warum soll ich mich an Regeln halten, die mich nicht ans Ziel bringen? Ich meine, jetzt vergiss doch mal kurz das Gesetz und die Moral. Es sollte doch niemand für irgendetwas büßen, was er nicht getan hat, oder? Und wenn Philipp wirklich zu Unrecht im Gefängnis sitzt, wäre es dann Unrecht, ihn da rauszuholen, egal mit welchen Mitteln? Nein, Nico, so funktioniert das nicht. Sebastian wird kaum versuchen, Philipp frei zu bekommen, indem er Gesetze umgeht. Sebastian vielleicht nicht. Und wann gedachtest du, mir davon zu erzählen? Bei der Einschulung? Dazu wird's nicht kommen. Du denkst an eine Abtreibung? Was wäre die Alternative? Man wird ja wohl zumindest mal drüber nachdenken dürfen. Aber du machst natürlich alles lieber mit dir selbst aus, ohne auch nur ein einziges Wort mit dem Vater zu wechseln. Oh, komm schon, Sebastian, mach dich nicht lächerlich. Ein Vater ist derjenige, der sich kümmert und der das Kind liebt. Du bist nichts weiter als der Erzeuger.
Was macht dich da bitte schön so sicher? Weil in unserer sogenannten Beziehung Familie und Kinder bisher nie ein Thema waren. Nur weil wir nie darüber geredet haben, heißt das noch lange nicht, dass es unmöglich ist. Du hast mehr als einmal signalisiert, dass außer Sex nichts läuft. Ich hab's versucht, aber du hast mich immer nur in dein Bett gelassen, nie in dein Leben. Hier geht's ja wohl auch um mich und um meine Zukunft. Dein Vater liegt im Sterben. Hätte ich ausgerechnet jetzt eine Entscheidung von dir fordern sollen, ob du ein Kind abtreiben willst? Sag mal, für was hältst du mich eigentlich? Wann ist der Termin? Übermorgen. Sag ihn ab. Ich hab's Ihnen doch schon mal gesagt. Es interessiert mich einen Scheiß, wie lange die Mühlen in Genf mahlen. Ich hab Sie dafür engagiert, dass Sie dafür sorgen, dass dieses Geld auf meine Konten transferiert wird. Also, ich möchte jetzt eine Zahl hören. Und zwar bald. Auf Wiederluke. Nico, was für eine Überraschung. Willst du was trinken? Nein, ich will nur reden. Hat unsere Unterhaltung etwas mit deiner bevorstehenden Anhörung bei der Polizei zu tun? Als du gesagt hast, du kannst Philipp aus dem Knast holen, wie hast du das gemeint? So, wie ich es gesagt habe. Ich nehme an, du hast dir mein Angebot noch mal durch den Kopf gehen lassen? Nehmen wir einmal an, es wäre so. Was willst du dafür haben? Was ist das denn für eine Frage? Ich bin doch dein Bruder. Ja, eben. Nico, ich möchte doch nur, dass du glücklich bist. Ich weiß doch, dass du es nicht lange ohne deinen Prinzen aushältst. Okay, dann setz bitte alle Hebel in Bewegung. Fordere einen Gefallen ein, mach Druck. Egal, was du tun musst, aber hol ihn da raus, okay? Und angesichts ihrer, nicht nur in unserem Kulturkreis, höchst illegalen Vorlieben, bin ich mir ganz sicher, dass sie alle Hebel in Bewegung setzen werden, um Prinz zu Hohenfelden aus den tristen Mauern ihres Gefängnisses zu befreien. Euer Ehren. Nein, das ist doch keine Erpressung, das ist ein Geschäft. Ja. Stellen Sie das ganze Gepäck hier hin. Was wird das denn? Sieht ganz so aus, als wohnen wir beide wieder unter einem Dach. Ich zieh zu Sebastian. Großer Gott, ich wusste, dass er nicht besonders hell ist, aber dass er gleich so den Verstand verliert. Und ich freue mich schon darauf, mit Lydia über Milcheinschuss und Bindegewebe zu sprechen. Oh, bitte, Tanja. Findest du nicht, ist es an der Zeit für ein kleines herzlichen Glückwunsch, Tanja? Ich finde, es ist Zeit für einen kleinen Drink, Tanja. Oder auch einen großen. Ach, im Übrigen bin ich natürlich sehr gespannt darauf, wie lange diese denkwürdige Schwangerschaft dauern wird. Interessant. Eben haben wir noch über die kleinen Familienträume von Sebastian gesprochen und schon bist du schwanger. Ich bin eben echtes Glückskind. 2 Glückskinder. Weiß Sebastian davon? Mhm. Er hat es sich nicht nehmen lassen, die volle Verantwortung zu übernehmen. Und? Konntest du schon was erreichen? Philipp dürfte in etwa einer halben Stunde hier sein. Was? So schnell schon? Waren doch schon genügend Stümper am Werk, oder nicht? Danke, Ansgar. Das werde ich dir wirklich nie vergessen. Da bin ich mir sicher. Ach, Nico, ein Wort noch. Was denn? Ludwig hat nicht mehr die Kraft, die Firma zu leiten. Er wird einen Nachfolger brauchen. Hat das was mit mir zu tun? Hierbei geht's ja auch um die Familie und ich bin schließlich dein Bruder. Was soll das heißen? Weißt du, ich habe dir einen Gefallen getan. Also wirst du mir bei Zeiten einen Gefallen tun. Du willst mich also doch erpressen? Aber nicht doch. Ich fordere lediglich deine Loyalität, falls es zum Streit um die Firma kommt. Meine habe ich dir gerade bewiesen. Grüß Philipp von mir.
Kannst du auch nicht schlafen? Nein, ich finde keine Ruhe. Dass es immer noch keine Spur von Hagen gibt. Was hörst du da? Papa hat mich gebeten, diese CD rauszusuchen. Ich wusste gar nicht, dass er auf sowas steht. Willst du mithören? Ja, gerne. Keine Ahnung warum, aber auf einmal haben die mich gehen lassen. Ist doch jetzt egal, Hauptsache du bist wieder da. All this time I've lived vicariously. Who's gonna save my soul now? Who's gonna save my soul now? How will my story ever be told? 500, How will my story be 47, told? 100.000. Okay. Made me feel like somebody. Ich weiß, wie du dich fühlst. Somebody else. Du bist wütend. Auf Ansgar, auf Hagen, auf mich, weil du glaubst, ich hätte mich durch die Hintertür in dein Leben eingeschlichen. Like I would be myself. Das trifft es ziemlich genau. Someone else Deswegen habe ich gedacht, ein bisschen Abwechslung könnte dir gut tun. totally and completely dependent on. Who's gonna save my soul now? Who's gonna save my soul now? I wonder if I'll live to grow old now. Ein anderes Mal. Getting high 'cause I feel so low. Du willst mich jetzt aber nicht hier einfach so liegen lassen, oder? Ein bisschen Ruhe tut dir bestimmt ganz gut. Schließlich bist du doch schwanger. All I have is the memory. Schön wär's. Yet I never stop to wonder. Was it possible you were hurting worse than me? Still my hunger turns to greed. Vielleicht gehen wir manchmal zu weit. Aber es gibt Momente, die rechtfertigen jedes Risiko. Und genau jetzt, in diesem Moment, habe ich meine Wahrheit gefunden.